Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem weiteren Werkzeugtipp. Zum Kleben verwende ich in den TWS-Tutorials ja meist Holzleim bzw. schnell trocknenden Holzleim. Der lässt sich für fast alle Geländebaumaterialien nutzen, ist wasserlöslich, zieht binnen weniger Minuten an und kann obendrein Grundierung beigemischt werden, um Oberflächen zu versiegeln. Aber wenn man extrem zügig weiterarbeiten oder auch mal eine Lücke füllen möchte, stößt Holzleim an seine klebrigen Grenzen. In solchen Fällen nutze ich dann gerne Heißkleber. Diese Rindenstücke zum Beispiel habe ich mit Heißkleber an einen Hartschaumkegel geklebt, was eine Sache von nur wenigen Minuten war. Denn Heißkleber kommt als zähes Gel mit rund 200 Grad aus der Düse, kühlt sich dann aber extrem schnell ab und härtet dabei aus. Hierbei entstehen dann zwar meist ein paar lästige Klebefäden, aber die lassen sich nach dem Erkalten problemlos abzupfen oder wegbürsten. Bislang hatte ich eine simple Heißklebepistole von Uhu, aber mit der war ich eher nur so mittelmäßig zufrieden. In einer Facebook-Gruppe schnappte ich kürzlich dann Steinl als den Heißklebepistolentipp auf. Und zack, war ein Modell auch schon im Warenkorb gelandet, samt einer feineren Düse. Denn dass man den Heißkleber nicht feiner dosieren konnte, war einer meiner Kritikpunkte an meiner alten Heißklebepistole. Aber der Reihe nach. Die Steinl Heißklebepistole Glumatic 3002 kostet rund 20 € und kommt mit 3 Klebesticks von 11 mm Durchmesser daher. Wenn ihr also Nachschub kauft, achtet auf diesen Durchmesser, denn es gibt zum Beispiel auch Klebesticks mit nur 7 mm Durchmesser. Ich habe bislang immer preiswerte No-Name-Klebesticks gekauft und war mit der Klebeleistung stets zufrieden. Das Kabel der Glumatic 3002 ist über 1,80 Meter lang, was für mich ein weiterer Pluspunkt ist. Denn je nachdem, wo eure Steckdose ist, kann ein langes Kabel schon viel Komfort und Sicherheit bieten. Denn das Stromkabel sollte natürlich nicht quer über eure Arbeitsfläche verlaufen, sondern davon weg bzw. unter eurem Tisch entlang. Das Kabel meiner alten Pistole ist rund 40 cm kürzer, was mir persönlich etwas zu kurz ist. Übrigens gibt es von Steinl auch ein Akkumodell, was ganz ohne Kabel auskommt. Der nächste und für mich besonders entscheidende Vorteil sind die austauschbaren Düsen. Für jeweils rund 5 € gibt es eine Lang- oder Feindüse, um die Standarddüse mit wenigen Handgriffen zu ersetzen. Einfach im ausgeschalteten und kalten Zustand abschrauben und die gewünschte Düse aufschrauben. Fertig! Wie jede Heißklebepistole braucht dann aber auch die Steinl rund 5 Minuten nach dem Einschalten, um den Kleber auf seine Temperatur von 200 Grad zu bringen. Was dabei auffällig ist, die Steinl erhitzt den Kleber stärker als meine alte Heißklebepistole. Das fiel mir beim Düsentest auf, denn natürlich wollte ich wissen, wie dick bzw. fein der Heißkleber aus den verschiedenen Düsen kommt. Oben meine alte Heißklebepistole von Uhu, darunter die Steinl mit der Standarddüse und ganz unten die Steinl mit der Feindüse. Ihr seht, die Feindüse macht einen spürbar feineren Job. Und der Kleber aus der Steinl-Pistole frisst sich durch seine höhere Temperatur sichtbar mehr in den Hartschaum hinein. Oh Gott, der Kleber beschädigt meine Hartschaumbauten. Naja, für filigranes Basteln würde ich weiterhin immer Holzleim verwenden. Aber wenn mal 2 Hartschaumplatten zusammengeleimt werden müssen, wo man die Klebeflächen eh nicht sieht, kann man ruhig Heißkleber verwenden, egal ob der sich etwas in den Hartschaum schmilzt. Dank der Feindüse lässt sich die Steinl Heißklebepistole aber auch für mittelgroße Hartschaumbauteile nutzen. Ansonsten könnt ihr mit Heißkleber natürlich auch Glas, Holz, Karton, Kork, Kunststoff, Leder, Metall, Papier, Porzellan, Stein und Textilien kleben. Oder auch eklige Fäden für Alien-Eier basteln. Als Ergänzung zum guten alten Holzleim kann ich Heißkleber daher wärmstens für den Geländebau empfehlen. Und da die Steinl Glumatic 3002 kaum teurer als andere Heißklebepistolen ist, gibt's von mir eine uneingeschränkte Empfehlung. Vor allem dank der wechselbaren Düsen. Links zu Steinl und deren gängigen Heißklebepistolenmodellen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Shoppen und Kleben, wir sehen uns am nächsten Freitag, bis dann!